Die Mitte Europas im 2. Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Im 10. Jahrhundert spricht noch niemand von den Deutschen. Die Stämme der Bayern, Sachsen, Schwaben und Franken verbindet vor allem ihre Sprache. Ein Gegner von außen stärkt den Zusammenhalt. Er will die Gunst der Stunde nutzen, als König über die deutschen Lande herrschen und als Kaiser über das christliche Europa. Otto I. Sieben Aufgebote deutscher Stämme, 12.000 Krieger aus Bayern, aus Franken und Schwaben, aus Lothringen und Böhmen sind dem Hilferuf ihres Königs gefolgt. Otto setzt alles auf eine Karte. Er sucht die Entscheidungsschlacht. Gegen König Otto sind die Ungarn noch nie in die Schlacht gezogen. Dennoch sind sie ihres Sieges sicher. Ihr Ruf eilt ihnen auch diesmal voraus. Jahr um Jahr, schon mehr als 50 Mal sind die gefürchteten Steppenreiter plündernd in das Reich eingefallen. Sie brannten Burgen, Städte, Kirchen nieder und richteten unter der Bevölkerung ein Blutbad an. Niemanden verschonten sie. Berichtet ein Chronist. Feinde der Menschen und der Christenheit wurden die Ungarn deshalb genannt. Lasst sie kommen! Lasst sie kommen! Habt Mut und schützt Gott! Für König Otto steht alles auf dem Spiel. Seine Krone und seine Vision, ein mächtiger Kaiser zu werden wie Karl der Große. In der Abwehr des Gegners sind sich die deutschen Stämme einig. Es geht auf Leben und Tod. Deutschland im 10. Jahrhundert. Unwegsame Landschaften, tausende Jahre alte Urwälder. Ein Land noch kaum erschlossen, ohne feste Grenzen, in dem 4 Millionen Menschen leben. Seine Zukunft ist noch ungewiss. ...19 Jahre vor der Schlacht auf dem Lechfeld ist Otto noch Herzog von Sachsen. Mit seinem 6-jährigen Sohn Liudolf, der ihm einmal nachfolgen soll, ist er nach Aachen unterwegs. Fast alle seine Untertanen sind Bauern, meist Unfreie, die gerade genug zum Leben haben. Noch spricht niemand von einem König der Deutschen. Es ist ein Land der Herzöge und Stämme, die einen gemeinsamen König wählen. Ottos Vater, König Heinrich, ist gestorben. Unter seinen Söhnen ist ein Nachfolger zu wählen und zu krönen, hier in Aachen. Dafür hat Otto alle Herzöge und die höchsten Grafen der Stämme rufen lassen. Die Geschichte der Deutschen kann man hier beginnen lassen, mit dem Einzug Ottos I. in die Kaiserpfalz von Karl dem Großen. Nicht nur Adlige sind gekommen, auch viel Volk, wie die Chronisten berichten. Erzbischof Hildebert von Mainz heißt Otto willkommen. Und sein Bruder?
Welche Freude, Tankmar, dass du gekommen bist. Freude? Mit Freude bin ich nicht gekommen. Hüte dich, mein Bruder. Du magst wohl der Ältere von uns sein, aber unser Vater bestimmte mich zum alleinigen König, als den besten und mächtigsten seiner Söhne. Hüte besser du dich. Nicht einmal in Sachsen hast du alle hinter dir. Und außerdem, wo ist denn unser geliebter Bruder Heinrich? Dort, wo er mir nicht schaden kann. Und auch dir, lass das eine Warnung sein. Ich warne dich. Erhebst du je die Hand gegen mich, dann hast du nicht nur deine Brüder zu Feinden. Vergiss das nie. Der Streit geht um die höchste Würde. Otto will sich in der Pfalzkapelle zum Nachfolger von König Heinrich krönen lassen. Hier ruhen die Gebeine Kaiser Karls des Großen, der wie ein Stammvater von Deutschen und Franzosen verehrt wird. Im Jahr 843 teilten seine Enkel das Frankenreich auf, in die Königreiche Westfranken, ein Mittelreich und Ostfranken. Dort lebten 4 alte germanische Stämme: Sachsen, Franken, Schwaben und Bayern. Aus dem Stammesland wird einmal das Dieutsche Land, das Land der Deutschen, hervorgehen. Von Ottos Vater, König Heinrich I., gibt es nur ein fast unkenntliches Bild auf einem Siegel. Er brach mit der langen Tradition seit Karl dem Großen. Um die Herrschaft dauerhaft zu sichern, teilte er sein Reich nicht unter seinen Söhnen auf. Nur einer sollte König werden: Otto. Es war der erste Schritt zu einem Königtum der Deutschen. Was am Krönungstag in Aachen geschieht, ist in der Chronik des Mönchs Widukind überliefert. In einer Zeit, als kaum einer lesen, geschweige denn schreiben kann, nicht einmal im Adel, bedarf es der großen Gesten und bedeutungsvoller Rituale. Sie machten ihn nach ihrem Brauch zum König, dann versprachen sie ihm Rat und Hilfe, berichtet der Chronist Widukind. Deine Feinde sind meine Feinde. Deine Freunde sind meine Freunde. Ich will dir allzeit treu zur Seite stehen, aufrichtig zu dir, hold und gewärtig sein. Die Herzöge geloben ihrem König Gefolgschaft. Der Monarch soll immer wissen, es sind die Führer der Stämme und die Fürsten, die ihn wählen. Vom Krönungstag Ottos an galt dieses Wahlprinzip für fast 9 Jahrhunderte. Bei Otto ist die Wahl zum König noch begleitet von der Zustimmung des Volkes. Wenn euch diese Wahl gefällt, erhebt die rechte Hand zum Himmel empor. Und die Wahl gefiel dem Volk, berichtet der Mönch Widukind. Hier im Oktogon des Aachener Domes, wo heute noch der Thron von Kaiser Karl dem Großen steht, wird Otto I. zum König gekrönt. Und weitere 30 deutsche Herrscher werden ihm folgen. Mit der Salbung durch Erzbischof Hildebert wird Otto im Verständnis seiner Zeit zum Stellvertreter Gottes auf Erden. Und niemals möge dein Haupt ohne das Öl der Barmherzigkeit sein.